Willkommen auf dem YouTube-Kanal der DZZ. Heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021. Wir von der Zuckerrübenzeitung freuen uns, heute zum ersten Mal ein Interview mit Ingrid Helen-Arnold führen zu dürfen. Frau Arnold ist seit dem 1. Mai neues Vorstandsmitglied der Südzucker und die ist zuständig für die Digitalisierung und verantwortlich für die Unternehmen des Konzerns, die direkt für Endverbraucher produzieren, wie Freiberger Lebensmittel, Beneo und Porschenpeck. Frau Arnold, willkommen bei Südzucker. Herr Zeller, vielen Dank für die Einladung heute. Es ist ja unser allererstes gemeinsames Interview zusammen. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich mache das sehr, sehr gerne. Darf ich Sie fragen, Frau Arnold, das brennt mir schon lange auf der Seele, was hat eine Frau wie Sie bewogen, aus der glänzenden Welt der Informationstechnologie zu den Rübenanbauern und zu den Pizzabäckern zu kommen? Ihre Frage, warum Südzucker und möglicherweise auch, warum Südzucker gerade jetzt, ist für mich sehr, sehr einfach zu beantworten, ist eine Herzensentscheidung. Ich habe keinen Moment gezögert, mich für die Südzucker zu entscheiden. Warum? Unsere Südzucker heute ist ein sehr, sehr breit aufgestellter Nahrungsmittelkonzern. Wir sind international ausgerichtet, wir haben sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle in den verschiedenen Divisionen. Und aufgrund der breiten Aufstellung ist das Potenzial durch die Technologie für die Südzucker immens. Viele unserer Märkte wachsen. Wir sehen auch, dass sich Kundenverhalten, Kundennachfrageverhalten in unseren Märkten verändert und gleichzeitig der Wettbewerb zunimmt auf vielen Märkten, auf denen wir aktiv sind. Die Geschwindigkeit, mit der die Technologie vorwärts schreitet, ist auch sehr, sehr beeindruckend und wir spüren bei der Südzucker diesen Veränderungsdruck. Wir sind zunehmend gezwungen, uns digitaler aufzustellen und ich sage immer, es ist sehr gut, diesen Veränderungsdruck zu spüren, weil durch diesen Veränderungsdruck auch der Mut zum Wandel kommt, Mut, Dinge zu hinterfragen. Und das ist der perfekte Moment für mich, bei der Südzucker zu beginnen. Sie wissen, ich habe 25 Jahre Erfahrung im Technologiebereich. Während dieser 25 Jahre konnte ich viele Unternehmen in ihrer digitalen Transformation begleiten. Also ich habe ein bisschen gesehen in der Vergangenheit, welche Konzepte funktionieren, welche Technologien in dem Reifegrad sind, dass sie erfolgreich eingesetzt werden können und wirklich zu Geschäftsprozessmehrwerten führen. Ich habe auch gesehen, was nicht funktioniert. Deswegen freue ich mich auf die Aufgabe, sehr, sehr spannend. Digitalisierung für uns ist Wettbewerbsvorteil. Das heißt aber, es ist nicht per se gegeben. Es ist harte Arbeit, wirklich da reinzugehen, die Potenziale zu heben und in Kundennutzen, in Mehrwert, in besseren Prozessoptimierungen umzusetzen. Denken Sie einfach als Beispiel Digitalisierung in Zuckerfabriken. Die Südzucker schon seit sehr langem setzt auf eine hocheffiziente Produktion. Wir haben heute vernetzte Produktionsstätten, wir lesen Produktionsdaten digital aus, wir haben Paletten-Shuttles automatisiert. Also es sind alles Beispiele für sehr hocheffiziente Prozesse. Aber das ist ein Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viele andere Beispiele. Wir sind da am Anfang und ich hatte die Gelegenheit, noch bevor ich offiziell meinen ersten Arbeitstag bei der Südzucker hatte, unsere Zuckerfabrik in Plattling zu besichtigen. Sehr, sehr beeindruckend und ich freue mich auf die Aufgabe. Es ist sehr beeindruckend, Frau Arnold. Sie wissen schon relativ viel über die ganzen Produktionsprozesse und offensichtlich haben Sie sich nicht nur mit den Vorstandsbereichen, für die Sie unmittelbar zuständig sind, schon befasst, sondern auch mit anderen, die alle von der Digitalisierung natürlich sehr betroffen sein werden. Können Sie uns vielleicht so eine kleine Eindruck davon geben, welches Gefühl Sie haben, welche Eindrücke Sie schon über das Unternehmen Südzucker gesammelt haben, wie Sie sich nach 3,5, 4 Wochen Ihrer Tätigkeit bei uns fühlen. Eindrücke bei der Südzucker sind super positiv. Zuerst möchte ich mich bedanken für den herzlichen Empfang. Ich bin mit sehr, sehr offenen Armen empfangen worden. Ich habe auch eine Menge an E-Mails bekommen,
mich persönlich willkommen zu heißen. Aber nicht nur dieses Willkommen heißen, sondern viele haben auch die Gelegenheit genutzt, gleichzeitig mir mitzugeben, wir sehen dort gutes Potenzial, Dinge anders zu machen, zu optimieren, Möglichkeiten für die Südzucker zu wachsen. Die Aufgabe, die vor uns liegt mit der Digitalisierung, digitalen Transformation, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Es hat viel mit Änderungen, mit Wandel zu tun. Und da ist es einfach toll zu sehen, wie offen und wie begeisterungsfähig, wie motiviert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Südzucker ist ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen. Es ist natürlich schon so, wenn Sie von außen zu Südzucker kommen, mit einem ganz anderen Erfahrungshorizont, in meinem Fall jetzt 25 Jahre in der Technologie, haben Sie manchmal an der einen oder anderen Stelle einen anderen Blick auf die Dinge. Sie sehen, Ihnen fallen Dinge auf, die anderen nicht auffallen. Ich gucke mir Prozesse immer vor dem Hintergrund, was kann die Technologie anders besser machen. Und da gibt es sehr viele Dinge, die ich da sehe. Und den Vorteil nutze ich gerne für mich, nehme ich gerne für mich in Anspruch. Die letzten Jahre durfte ich in der Ideenschmiede schlechthin im Silicon Valley in den USA verbringen. Und da ist natürlich vieles, was man mitnimmt, aber eine Sicht, die ganz besonders entscheidend ist immer die Sicht vom Markt, vom Kundennutzen her. Dort im Silicon Valley fragt man häufig die Frage, what is your right to win? Was gibt dir das Recht zu gewinnen? Was befähigt dich, Dinge anders zu tun, besser zu sein als der Wettbewerb? Und das muss man sehr klar und deutlich für sich durchgesprochen haben, warum wir eine Möglichkeit haben, einfach besser, schneller und kundennutzensorientierter an den Markt zu gehen. Von dem Kundennutzen her kommend, dann zurück zu interpretieren, was müssen wir heute bewerkstelligen, damit wir erfolgreich die Zukunft für die Südzucker gestalten? Das ist das, was sehr viel Spaß macht, diese Strategiearbeit. Und da freue ich mich, dass so viel Offenheit bei der Südzucker und so viel Mut zum Wandel existiert. Das Mindset, die Offenheit zu haben, Dinge zu hinterfragen, Strukturen an der einen oder anderen Stelle aufzubrechen, neue Märkte zu erobern. Eine Art Aufbruchstimmung in der Südzucker. Super, hochinteressant. Neben der Digitalisierung, Frau Arnold, sind Sie ja auch zuständig für Beneo und Freiberger und PortionPack, wie ich schon sagte. Das sind mindestens die beiden erstgenannten, sind zwei große und wichtige Bereiche mit enormer Bedeutung für die Zukunft des Konzerns. Haben Sie schon erste Ideen, wie Sie diese Aufgabe angehen wollen, was da an erster Stelle auf Ihrer To-Do-Liste steht? Ja, ist richtig. Ich verantworte Beneo. Ich verantworte das Pizzageschäft mit der Freiberger und ich verantworte PortionPack Europe. Das sind 3 unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Märkte, aber es kommt am Ende des Tages darauf an, sehr klare Divisionsstrategien zu entwickeln, die uns profitables Wachstum nach vorwärts ermöglichen. Und ich hatte gerade letzte Woche die Möglichkeit, unsere Produktionsstätte in Muckensturm zu besichtigen. Unsere Pizzaproduktion dort ist sehr beeindruckend. Beeindruckend vor allen Dingen, mit welcher Flexibilität und Geschwindigkeit wir die unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten in die Produktionslinie eingespeist bekommen und wie hochprofessionell die Produktion vonstatten geht. Freiberger produziert in all ihren Produktionsstätten am Tag 3,5 Millionen Pizzen. Das ist luftlinienmäßig ist es ungefähr so viel, ich glaube, München zu Rom, wenn man die so aneinander reiht. Also ist sehr, sehr beeindruckend. Wir exportieren in 30 verschiedenen europäischen Ländern, wir exportieren nach Nordamerika, nach Kanada, nach Südafrika. Es ist faszinierend, wie die Menschen dort eine Obsession entwickelt haben, wie ich optimieren kann. Also frei nach dem Motto, der aktuelle Zustand ist immer der schlechteste. Das ist ja aus der japanischen Philosophie entnommen, Kaizen, um immer wieder zu optimieren, an jeglichster kleiner Stellgröße zu schrauben, um noch besser, hocheffizienter, schneller Innovationen an den Markt zu bekommen. Ob das Beneo ist, ob das Freiberger ist, ob das PortionPack ist, das sind alles Unternehmen, die leben von Innovationen. Und das können wir uns für die Südzucker in Gänze anschauen und lernen, wie diese Schnelligkeit der Umsetzung der Innovation für die Südzucker funktionieren kann.
Signale durch die Technologie vom Markt her frühzeitig zu sondieren, zu interpretieren, zu verstehen, damit wir noch schneller, noch bessere Produkte an den Markt bekommen. Darin sehen wir ein großes Potenzial. Wir werden in Cloud-Lösungen investieren, wir werden in IoT-Lösungen investieren, wir werden in künstliche Intelligenz investieren, in Robotik, also ein breites Spektrum uns anschauen, um dort Investitionsentscheidungen zu treffen. Freut mich, die Aufgabe zu haben, und ich habe Ihnen gesagt, Herr Zeller, ich habe den spannendsten Job bei der Südzucker. Jawohl, hört sich spannend an, hört sich an wie frische Auftriebsluft unter den Flügeln der Südzucker, die Sie da mitbringen. Wir sind sehr gespannt auf die Resultate Ihres Wirkens, Frau Arnold. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Interview und viel Erfolg in Ihren Aufgaben. Ich danke Ihnen, Herr Zeller, und hoffentlich bis sehr bald. Auf Wiederhören.